Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Im letzten Weihnachtsvideo kommt meine Zwergenarmee an die Reihe. Zwerge habe ich über die Jahre immer wieder mal bemalt, aber niemals eine richtige Armee aufgestellt. Das hat sich dann dieses Jahr geändert, vor allem auch, weil es unheimlich viele Dateien zum Drucken für Zwerge gibt, unter anderem auch Steinbock und Bärenkavallerie. Erstere habe ich bereits bemalt und die anderen sind schon gedruckt. Den Anfang mache ich hier mit meinen Eisenbrechern. Die sind von Highland Miniatures und kommen aus dem Drucker. Highland orientiert sich stark an den alten GW-Designs, deswegen gefallen mir die Modelle auch so gut. In der Geschichte zu dieser Einheit habe ich die Charakternamen von Freunden vom Live-Rollenspiel verwendet, weil der Name Eisenbart einfach passend war für eine Einheit Eisenbrecher. Meine Eisenbrecher sind auch die einzige Einheit, die bisher auf Spielstärke ist, weil das hat sich einfach so ergeben. Meine anderen Zwergeneinheiten habe ich kleiner gemacht, weil das die Zeit der Videoproduktion einfach verringert hat. Es geht eben einfach schneller, Einheiten von 10 bis 12 Mann zu bemalen, statt 20 bis 25 Modelle. Die Eisenbrecher gehören zwar zu meinen Lieblingseinheiten der Zwerge, aber ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Bestandteil einer Zwergenarmee sind Kriegsmaschinen. Ich glaube, irgendwo in der 5. Edition gab es zu den Zwergen mal den Spruch: Zwerge besetzen einen Hügel und stellen einen Fuhrpark Kriegsmaschinen drauf. Bei uns in der Gruppe wird das dann die sogenannte Ballerburg genannt, weil da alles steht, was schießen kann. Und die Infanterie bewacht einfach diesen Hügel. Den Anfang für meinen Fuhrpark haben die Orgelkanonen hier gemacht. Die sind von Dragonslake Miniatures und ihr könnt euch sicherlich denken, dass die aus dem Drucker stammen. Im Gegensatz zu den alten GW-Kanonen haben sie 7 Rohre, aber das macht jetzt keinen großen Unterschied. Ich benutze einfach die Standardwerte aus dem Regelbuch. Und da ich ohnehin nicht großartig auf Turniere gehe, weil mich das einfach nicht so reizt und immer in derselben Gruppe spiele, wissen auch alle Bescheid, dass nur 5 Schuss aus dieser Kanone kommen. Was Dragonslake sehr gut hinbekommt, ist, dass die Zwerge nicht so sehr zusammengestaucht aussehen, wie das oft bei den alten GW-Zwergen der Fall war. Diese Modelle hier sehen etwas natürlicher aus und man könnte sie auch entsprechend verkleinert gedruckt für Herr der Ringe verwenden, wenn die Zwerge dort Kanonen hätten. Auch meine Speerschleudern sind von Dragonslake und im Grunde kann ich zu denen nichts anderes sagen als auch zu den Orgelkanonen. Als ich mir die zugelegt habe, hatte ich die Wahl zwischen den Speerschleudern von Highland Miniatures und denen hier. Normalerweise gefällt mir Highland Miniatures sehr gut, aber die Speerschleudern dort sehen aus, als ob sie aus Bretterresten und Seilen nicht gebaut, sondern wirklich zusammengezimmert wurden. Sie sieht im Gegensatz zu den Speerschleudern hier leider überhaupt nicht wie eine zuverlässige, gepflegte alte Kriegsmaschine aus, wie es bei Zwergen üblich ist, sondern wirklich einfach nur wie ein Bretterhaufen. Jedenfalls, was mich betrifft. Deswegen wurden es die Speerschleudern von Dragonslake, denn die sehen wirklich nach einer Waffe aus, die seit Generationen gepflegt und das Karas Angkor schon unzählige Male verteidigt hat. Nach den Speerschleudern kommt mein Gyrocopter-Ersatz, der Bierfassbomber, wie ihn Andy P. liebevoll getauft hat. An dieser Stelle schöne Grüße. Das Modell ist von Monsters of Miniaturas und ist ein Resinguss, also mal nicht aus dem Drucker, aber auch nicht von mir selber gegossen, sondern gekauft. Den hatte ich schon sehr lange im Auge gehabt und wie so oft hat es eine lange Zeit gedauert, bis er dann endlich bemalt wurde, nachdem er im Berg der Möglichkeiten gelandet war. Der Grund, warum ich den Flieger haben wollte, war, dass die Gyrocopter zwar schön sind, mir aber Flugzeuge schon immer besser gefallen haben. Da kam der Bierfassbomber gerade recht. Rot angemalt habe ich das Modell nicht, weil Rot schneller ist, wie die Orks so schön sagen, sondern einfach, weil ich während des Malens an Baron Manfred von Richthofen, den Roten Baron, denken musste. Der Name Bierfassbomber kam dann leider für das Geschichtenvideo leider etwas zu spät, wurde dann aber ohne Nachdenken übernommen und deswegen heißt das Ding hier eben der Bierfassbomber. Mehr Kriegsmaschinen sind leider noch nicht fertig, also ein Fuhrpark ist es noch nicht. Aber der Anfang ist gemacht und einige Modelle warten noch auf Farbe. Für meine Zwergenarmee braucht es natürlich mehr als nur die paar Kriegsmaschinen hier. Deswegen geht es mit den Standardtruppen weiter. Clankrieger, Bergwerker, Armbrustschützen.
Den Anfang machen meine Bergwerker. Die haben beim Bemalen sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch wegen der Details, wie zum Beispiel der Meißel, die sie im Gürtel tragen. Da habe ich mich erst gefragt, wofür nehmen die Bergwerker die in die Schlacht mit? Aber dann hatte ich eine Idee. In sehr engen Gängen und Schächten lassen sich die Picken und Hämmer wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer einsetzen, aber ein richtig gut geschärfter und vor allem auch schwerer Meißel dürfte ziemlich gut als Dolch oder Schlagwaffe genutzt werden können. Zusätzlich haben sie dann auch noch die passenden Hämmer dabei, sind also für sehr, sehr viele Situationen ausgerüstet. Viele Bergwerker sind es noch nicht, was vor allem daran liegt, dass ich erstmal eine kleine Gruppe für das Video bemalt habe und danach sollten weitere folgen. Das ist bisher allerdings noch nicht passiert und ich gelobe Besserung. Weiter geht es mit meinen Clankriegern. Auch die Einheit ist noch klein, aber im Aufbau begriffen. Wie die Bergwerker vorher sind sie von Highland Miniatures. Das hatte ich an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt. Die Clankrieger stellen den Kern der Armee und sind genauso wichtig wie die Kriegsmaschinen. Irgendjemand muss ja schließlich auf den Fuhrpark aufpassen. Deswegen ist es ziemlich peinlich, dass es bisher nur so wenige sind. Die Truppe wird noch um einiges anwachsen. Neben den Kriegern in Rot wird es auch noch ein Regiment in Grün geben, wie ihr hier seht, und noch einige weitere. Außerdem sind auch die ersten Krieger mit Zweihandwaffen gedruckt und warten auf Farbe und natürlich auch eine passende Geschichte dazu. Die habe ich aber noch nicht geschrieben und es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis die fertig ist. Ähnlich wie Bergwerkern und Clankriegern geht es auch meinen Armbrustschützen. Ein Trupp von 10 Kriegern lässt sich nun mal schneller bemalen als 20 oder 30, um ein Video zu produzieren. Das liegt vor allem daran, dass die Krieger keine Uniformen tragen. Jeder Krieger hat einen anderen Braunton für die Rüstung bekommen und die einigen Elemente sind nur die Waffe und die Farben des Regiments. Ansonsten ist jedes Modell ein Individuum. Allerdings muss ich sagen, habe ich hier auch schon die nächste Truppe gedruckt und die wartet wiederum auf Farbe. Drucken geht nun einfach mal schneller als anmalen. Mit den Zwergenkriegern und Armbrustschützen werde ich es so machen wie mit dem Imperium. Immer wieder mal eine kleine Gruppe bemalen, die wird dann in der Werkbank vorgestellt. Ich habe nämlich keine Lust, mich selber unter Druck zu setzen, denn das hier ist ja immer noch mein Hobby, auch wenn so ein Video durchaus in Arbeit ausarten kann. Den Abschluss für dieses Jahr bilden meine Steinbockreiter. Die gibt es ja eigentlich nicht für eine Warhammer-Zwergenarmee. Lustigerweise aber genug Designer, die Steinbockreiter entworfen haben. Die Hobbit-Filme haben da, glaube ich, einen ziemlichen Nerv getroffen. Die Reiter hier sind von Dragon's Lake Miniaturas und ich habe sie noch etwas verkleinert, damit sie nicht zu groß werden. Allerdings habe ich auch noch ein paar kleinere gedruckt, die dann bei Herr der Ringe zum Einsatz kommen sollen. Als Hintergrund für diese Truppe habe ich mir überlegt, dass Grenzläufer irgendwann auf die Idee kamen, Steinböcke als Reittiere zu benutzen und so ihre Patrouillen in den Bergen und Bergwäldern etwas zu vereinfachen. Ein paar von euch kennen die Geschichte ja sicherlich. Der Anführer ist eigentlich das Modell eines berittenen Zwergenkönigs, aber als Kommandant der Einheit macht er sich auch sehr gut, wie ich finde. Außerdem können die Reiter auch seine Königsgarde sein und damit kann er auch diese Rolle ausfüllen. Mehr als 8 Modelle habe ich nicht gemacht, weil eigentlich kann ich sie ja gar nicht benutzen und es gibt keinerlei Regeln, wie ich sie in Warhammer benutzen könnte. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen und ich wünsche euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns 2025 in meiner Schmiede wieder.